Gemeinsam erschaffen wir ein neues Wir. Wir haben euer Feedback gehört. Viele von euch wünschen sich, Teil der Events von Christina zu sein. Aber nicht jeder kann es sich leisten. Wir möchten, dass jeder und jede mit auch noch so kleinem Einkommen Christina in Zukunft live erleben darf. Und zwar vollkommen kostenlos. Wie das möglich wird? Ganz einfach. Du gehörst zu denen, die das möglich machen. Wir als Kollektiv erschaffen es. Mit deinem kleinen Beitrag von nur 5 Euro im Monat erhältst du in Zukunft also nicht nur wie gewohnt Christinas Botschaften in ihrem Newsletter, du erhältst auch 100% kostenlosen Zugang zu allen Offline-Events und Online-Teilnahmen. Denn dieses Wir ermöglicht es zukünftig allen, dabei zu sein, wann immer sie möchten. Wir betreten damit Neuland und setzen ein einzigartiges Zeichen. Wir erschaffen gemeinsam eine absolute Win-Win-Situation mit einem minimalen Einsatz deinerseits. Doch wo uns diese Reise hinführt? Das liegt ganz allein an euch. Bist du dabei? Dann melde dich doch ganz einfach mit dem Link in der Videobeschreibung an. Ja, Christina, wir hatten auf der Herfahrt darüber gesprochen, also das Mütterliche ist ja das Eingangstor. Die Mütter sind das Eingangstor für alle Seelen, die hier herkommen möchten. Und es ist ja ein Geschenk, sagte Christina dann, hier inkarniert sein zu dürfen und überhaupt hier diese Erfahrung als Mensch machen zu dürfen. Und dann habe ich gesagt, Christina, möchtest du etwas darüber erzählen, warum dann derzeit so viele Seelen hierher kommen möchten? Was ist der Beweggrund? Warum gerade jetzt? Ja, also jede Seele hat ja auch so ihre eigenen Gründe, warum sie überhaupt hierher kommt. Das ist bei jedem Jahr so oder so verschieden. Aber in der Zeit, wo wir jetzt leben, ist es ja nochmals spezieller, wenn man hier ist. Weil wenn wir als Seele in der geistigen Welt sind und noch nicht inkarniert sind, dann wissen wir ja die Phase, in der die Erde gerade ist. Und jede Phase hat ja ganz andere Möglichkeiten, wenn man in dieser Zeit als Seele auf die Erde kommt. Und wenn wir von der geistigen Welt her die Zeit anschauen, in der wir jetzt sind, also die ist ja auch schon ein bisschen länger, aber wenn man sie anschaut, dann sieht man da auch, dass es halt diese Möglichkeit gibt, dass man zum Beispiel viele Dinge lernen kann, wo man früher viel länger gebraucht hätte. Und das ist einfach eine Möglichkeit. Und wie man die dann nutzt, wenn man hier auf der Erde ist, das ist dann ja wieder was anderes. Aber als Möglichkeit ist das dann in dieser Phase mit drin. Und es ist ja auch der Prozess, dass die Erde ihre Schwingung erhöht. Das gab es ja in den Zeiten davor so ja auch nicht. Und das wissen wir ja alles, bevor wir hier inkarnieren. Und wenn wir uns überlegen, warum wir auf die Erde kommen, dann überlegen wir uns auch, ob die Zeit, die da gerade ist, ob die für uns die beste Zeit ist für das,
was wir tun möchten. Und wenn wir dann uns entscheiden, dass wir hierher kommen wollen, dann ist es ja trotzdem so, dass es hier auf der Erde nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen gibt. Also können auch nur eine bestimmte Anzahl von Seelen überhaupt physisch inkarnieren. Es hat ja nicht unendlich viel Platz hier. Und darum ist das ja auch ein Geschenk für eine Seele, wenn sie hierher kommen kann. Und wenn wir in der Phase sind, wo wir jetzt sind, und eine Seele findet, dass eine andere Phase, die aus unserer Sicht zur Vergangenheit gehört, dass die besser passt, dann kann sie dort inkarnieren. Auch wenn das aus unserer Sicht dann ja schon vorbei ist. Also zum Beispiel vor 500 Jahren, was auch immer da damals war, aber wenn eine Seele findet, die Zeit darum, das ist jetzt für sie der gewünschte Ort, dann kann sie da inkarnieren. Auch wenn für uns als Menschen, jetzt wo wir hier sind, ist das ja, gibt es das ja nicht mehr. Aber von der geistigen Welt her ist das eben ein bisschen anders. Weil da ist ja auch die Zeit ganz anders. Das kann man ja gar nicht vergleichen mit dem, was wir hier auf der Erde haben. Und darum kann man durch diese Zeitalter, die es gibt, auch irgendwo inkarnieren, was eigentlich schon früher gewesen war. Und bei anderen Planeten ist das ja genauso. Also die Planeten, die auch bewohnt sind, bei denen ist das ja auch so. Aber nicht jeder Planet ist auf die gleiche Art bewohnt. Nicht jeder Planet hat eine physische Ebene. Manche Planeten fangen erst in einer ganz feinstofflichen Ebene an. Und wenn man dort inkarnieren möchte, dann inkarniert man von Anfang an in eine ganz andere Ebene. Und es gibt auch andere Planeten, da ist diese physische Ebene auch da. Und jede Dimension hat ja ihre eigene Schwingung. Und darum ist ja auch der Körper, den man in dieser Dimension hat er ja immer eine andere Dichte, je nachdem, wo man inkarniert. Also die Dichte, die wir hier haben, die gibt es ein paar Dimensionen weiter ja nicht mehr. Und irgendwann sind die Wesen, die dort leben, nur noch ganz feinstofflich. Und die einen Wesen, die leben einfach sehr für sich. Und andere wissen zum Beispiel auch, dass es uns Menschen und die Erde gibt. Weil ja der Prozess, den die Erde jetzt hat, der ist ja viel größer als nur unsere Welt.
weil die Schwingungserhöhung von der Erde, da ist ja auch unser ganzes Sonnensystem dabei. Und noch mehr. Und darum auch all die anderen Planeten, die ja auch mit da drin sind. Und manche Menschen merken ja zum Beispiel, dass das Licht von der Sonne sich auch irgendwie verändert hat. Also wenn man das Licht jetzt vergleicht mit vor 10 Jahren, dann hat es sich irgendwie von der Farbe her verändert. Und es gibt ja ganz viele Theorien darüber, wieso das so ist und mit was zusammenhängen könnte. Und kann vielleicht auch sein, aber es hat ja auch mit der Schwingungserhöhung zu tun. Also wenn das Sonnensystem die Schwingung verändert, dann fängt das ja auch bei der Sonne an. Und irgendwann fällt uns das dann auch auf. Zwar auch nicht alle Menschen, aber ich kenne einige, die sich darüber wundern, weil das Licht einfach nicht mehr ganz gleich aussieht wie früher.